Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. In diesem Video möchte ich 10 Antworten geben auf Fragen, die ihr mir gestellt habt zum Blockflöte-Spielen. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, ihr schreibt mir ja netterweise immer Fragen in die Kommentarfunktion unter den Videos oder ich bekomme auch manchmal E-Mails von Zuschauerinnen und Zuschauern. Und einige dieser Fragen oder Vorschläge, die wandle ich natürlich in neue Videos um. Also im Prinzip sind alle Themen, die ich in meinen Videos behandeln, letztendlich basiert auf Schülerinnen, Schülerfragen und Anliegen und natürlich auch darauf, was ich in meiner Unterrichtspraxis so erlebe. Manche Fragen sind aber relativ kurz zu beantworten. Zumindest wollte ich das mal probieren heute. Und da habe ich etliche, aber ich beschränke mich heute auf 10 Fragen von euch in ganz willkürlicher Reihenfolge und hoffe, ich gebe dazu befriedigende Antworten für euch. Und ja, dann legen wir mal gleich los. Die erste Frage wäre: Meinst du, Vera, Blockflöte wird unterschätzt? Ja, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass das vielerorts oder oft so ist. Ich glaube, es gibt fast kein Instrument, über das mehr Klischees vorherrschen als über die Blockflöte. Also zum Beispiel, dass es ein reines Anfängerinstrument sei, das man mit 5 Jahren erlernt, indem man alle Töne kann, um danach dann umzusteigen auf ein richtiges Instrument. Das ist natürlich nicht so, das wisst ihr wahrscheinlich, davon gehe ich mal aus. Die Blockflöte ist eines der ältesten Instrumente unserer Musikgeschichte überhaupt und hatte ihre Blütezeit schon vor einigen 100 Jahren, also vor allem im 18. Jahrhundert, in der Barockzeit und davor. Und in der musikalischen Klassik und der Romantik ist die Blockflöte dann etwas in Vergessenheit geraten und eigentlich im 20. Jahrhundert erst so richtig wiederentdeckt. Und zwar in den 20er, 30er Jahren hat man die Blockflöte als einfaches, preiswertes Instrument gesehen, das man einfach in den Rucksack stecken und damit Wanderungen machen konnte. Und die Blockflöten, die man damals wieder gebaut hat, die waren eben keine sehr guten Blockflöten und die waren auch nicht nach historischem Vorbild gebaut. Und eigentlich erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg fing man an, die Blockflöte und ihre Musik, wie sie eigentlich die Jahrhunderte davor gewesen war, als vollwertiges Instrument nochmal zu entdecken. Und heutzutage gibt es Gott sei Dank sehr gute Blockflöten, sehr viel Forschung nach den Musikstücken, die man darauf spielen kann. Und zum Beispiel weiß man heute natürlich, dass Johann Sebastian Bach die Blockflöte sehr gerne eingesetzt hat in seinen Kantaten oder zum Beispiel auch in den brandenburgischen Konzerten. Zweite Frage, und diese Frage ist schon sehr häufig gestellt worden und ich habe die dann immer in den Kommentaren beantwortet, aber ich wollte es euch jetzt einfach hier nochmal sagen. Ich werde immer gefragt, was ist das Stück bei deinem Trailer, also zu Anfang der Videos, dieses Stück, was man dann hört, nachdem ich die Begrüßung drauf gesprochen habe. Das ist der zweite Satz, Allegro, aus der Sonate von Johann Sebastian Bach. Bachwerkeverzeichnis 1034. Und die ist im Original in E-Moll eigentlich für die Traversflöte und für die Blockflöte ist die nach G-Moll transponiert, wie das auch zu Bachs Zeiten schon üblich war, Dinge für die Blockflöte zu transponieren. Und ja, daraus hört ihr einen Ausschnitt und diese Sonate ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke.
Ich verlinke euch hier unter dem Video mal die Adresse bei ISMLP, wo ihr das Original Faksimile begucken könnt und auch ein paar Links zu modernen Ausgaben, falls ihr das Stück mal probieren möchtet. Ja, dann die dritte Frage, die ich beantworten möchte. Manchmal schreiben mir Leute, ja, du hast da auf einer Flöte gespielt im Video und ich habe versucht mitzuspielen und das ging nicht. Die klang irgendwie tiefer. Das ist richtig. Und zwar spiele ich ja manchmal auf Blockflöten, die zum Beispiel in 415 Hertz gestimmt sind, anstatt 440 Hertz, wie das unsere heutige moderne Stimmung ist. Und ja, das klingt dann entsprechend unterschiedlich. Also die moderne, in Anführungszeichen, Blockflöte mit moderner Stimmung klingt dann so. Und in tiefer Stimmung so. Ja, und das ist, ich spiele dieselben Töne, aber es klingt tiefer und dieses eben in der hochbarocken Stimmung gestimmt. Und wenn man eben spezialisiert ist auf alte Musik, auf Barockmusik, dann spielt man ganz oft in dieser Stimmung. Dann sind auch die Streichinstrumente dazu und alle Instrumente tiefer gestimmt und die Geigen zum Beispiel, die dann mitspielen, sind auch ganz anders gebaut als moderne Geigen. Das ist dann Musik aus dem Hochbarock. Es gab aber noch tiefere Blockflöten. Also zum Beispiel in Frankreich waren die einen ganzen Ton tiefer als unsere modernen, nicht nur einen halben Ton tiefer. Also tendenziell aber im 18. Jahrhundert tiefere Stimmung. Und dadurch bekommt man natürlich diesen warmen und schönen Klang. Und ich spiele also in Konzerten eigentlich fast immer in tiefer Stimmung. Und ja, ich wollte das in den Videos auch mal hören lassen, wie die klingt und habe mir am Anfang, als ich die Videos gemacht habe, gar nicht so viel dabei gedacht, das jetzt in tiefer Stimmung vorzuspielen, bis mir mal klar geworden ist, dass manche von euch probieren, da mitzuspielen. Und dann versuche ich jetzt immer viel mit der modernen Stimmung zu drehen. Falls euch das noch mehr interessiert, die ganzen Altblockflöten, dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht, schaut euch das gerne an. Und wir gehen weiter zur vierten Frage, nämlich, woher bekommst du eigentlich deine Noten? Und ja, da habe ich so verschiedene Quellen. Also ich kaufe die zum Beispiel gerne hier in Berlin, wo ich wohne, bei den Holzbläsern. Die Holzbläser heißt der Laden. Da kaufe ich auch Blockflöten für Schüler und die haben sehr gutes Sortiment für Blockflöten. Da kann man auch Noten bestellen oder ich bin ja öfters dort, dann schaffe ich die dort an. Ja, das sind jetzt meine Beispiele, wo ich meine Noten kaufe. Ne? Also es gibt natürlich Margret Löbner in Bremen, da könnt ihr auch eure Noten bestellen. Was meine Kollegen aus Süddeutschland viel machen, ist Musiklädle Schunder. Ich verlinke euch das alles unten und ich bestelle auch manchmal auf Stretta Music. Und ja, ich glaube, das war es so ungefähr. Faksimiles kann man auch sehr gut auf ISMLP finden, wenn man da ein bisschen genauer nach dem Original gucken will. Und ich verlinke euch das alles in der Infobox. Dann Frage 5. Sind die Lippen beim Blockflöte-Spielen eher locker oder eher fest? Ja, kann ich ganz direkt beantworten, eher locker. Und zwar in dem Sinne, dass ihr nicht mit den Lippen eure Flöte festhaltet beim Spielen, sondern dass die Blockflöte im Prinzip auf der Unterlippe ruht wie auf einem schönen, dicken, weichen Kissen und ihr dann den restlichen Mund, also die restlichen Lippen darum herum schließt, sodass keine Luft rausgeht. Aber ihr haltet nicht fest mit den Lippen. Es gibt ja auch keinen Ansatz in dem Sinn wie bei Oboe oder Klarinette oder ne? Und von daher halten tut ihr die Flöte wirklich mit den Händen, mit den Fingern und natürlich auch ein bisschen mit den Lippen, weil wenn ich die ganz offen lassen würde, dann wird die Flöte schon rausfallen. Aber es ist ein ganz locker geschlossener Mund. Dazu habe ich mal ein ganzes Video gemacht, das könnt ihr euch ja dann anschauen, da ist das nochmal genau im Detail erklärt. Dann hatte eine Zuschauerin geschrieben,
sie könne das Töne tragen nicht machen. Also das Töne tragen kommt zum Beispiel vor in meinen Videos und vor allem in diesem einen Video über Ton beim Blockflöte spielen. Und das heißt einfach, dass ihr ein und denselben Ton spielt, so gerade wie möglich, ohne Flackern und dass er gut mittellaut klingt und dabei langsam durch euer Zimmer schreitet. Sodass eigentlich durch das Gehen so ein bisschen ihr, ich sag mal, euch das erschwert wird, dass ihr den Ton schön gerade haltet, dass er nicht wackelt. Dass er nicht wackelt. Und diese Zuschauerin, die sitzt im Rollstuhl und sie hat geschrieben, ich kann nur im Sitzen spielen, also kann ich das nicht machen. Aber das kann man trotzdem machen, auch im Sitzen, denn der nächste Schritt beim Töne tragen, wie ich das auch in dem Video erklärt hatte, ist ja, dass man gar nicht mehr geht, sondern sich nur vorstellt, man geht. Und da geht es eben darum, dass ihr bei dem Töne tragen auch einen Anfangspunkt vom Ton euch vorstellt und einen Zielpunkt. Und dann kann man nämlich viel schöner gerade Töne blasen ohne Flackern. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr gar nicht zu der anderen Stelle hinlauft, sondern dass ihr auch einen Ton dorthin schickt. Ja? Also ich stelle mir vor, ich schicke meinen Ton bis ans Ende des Raumes. Also wenn man das im Sitzen auch hinkriegt, ist super und das ist eigentlich kein Problem. Dann hat mir eine Zuhörerin geschrieben, sie möchte sich eine Altblockflöte anschaffen und sie spielt leichte Solostücke und sie spielt auch in einem Blockflötenensemble. Und ihre Frage ist, braucht sie dann 2 verschiedene Altblockflöten für das Solospiel und das Ensemble? Und da würde ich erstmal ganz klar sagen, nein, denn da kann man absolut eine Altblockflöte kaufen, die für beides geeignet ist. Wenn es jetzt so ist, dass zufällig in diesem Blockflötenensemble, in dem sie spielt, alle Spielerinnen und Spieler jetzt Rösslerflöten spielen zum Beispiel, die es irgendwie gar nicht mehr gibt und die haben alle das gleiche Fabrikat, dann könnte es vielleicht schwierig sein, da mit einem anderen Fabrikat, also jetzt von Möck oder Mollenhauer oder Küng, da mitzumachen, wegen der Stimmung. Aber selbst dann, also im Prinzip spielen ja in Blockflötenensembles alle auf ihrer eigenen Flöte und sie sind ja meist nicht alle von derselben Marke. Und ja, dann kann man prima also sich eine Altblockflöte kaufen, auf der man seine Solostücke spielen kann und eben auch im Ensemble spielen kann. Und das leitet gleich über zur nächsten Frage, die dieselbe Dame gestellt hat und die oft gestellt wird. Welches Einstiegsinstrument würde ich empfehlen, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Altblockflöte anfangen möchte? Und das ist natürlich ein Riesenspektrum. Es gibt ja ganz viele verschiedene Blockflöten und verschiedene Blockflötenfirmen. Ich kann da nur sagen, was ich persönlich gut finde. Bei derzeitigem Stand, das kann sich ja jederzeit wieder ändern, wenn ich mich da von was anderem überzeugen lasse. Aber ich bin sehr zufrieden eigentlich mit Altblockflöten ab 300 €, sage ich mal etwa, von zum Beispiel Möck, die Rottenburg-Modelle oder von Mollenhauer die Denner-Modelle. Die finde ich also sehr gut. Es gibt noch preiswertere, aber bei diesen Blockflöten habe ich das Gefühl, die hat man fürs Leben. Die kann man wirklich lange spielen und tatsächlich vielleicht sein Leben lang haben. Und das sind auch richtige barocke nachgebaute Modelle. Also da muss man nicht denken, ich muss noch auf was Besseres umsteigen. Da gibt es natürlich verschiedene Hölzer und es fängt bei knapp 400 € an und die gehen bis knapp 800 € im Preis, die Altblockflöten. Das ist natürlich eine Frage des Budgets und auch der Holzsorte bzw. des Geschmackes letztendlich und auch davon, wofür man die Blockflöte einsetzen will. Also mehr im Zusammenspiel oder mehr solistisch, aber jetzt so ganz grob gesagt würde ich sagen,
Das ist ungefähr so das Einstiegslevel, was ich euch empfehlen würde. Und wenn ihr euch so eine Holzblockflöte ab diesem Preis nicht leisten könnt, dann kann es besser sein, sich eine gute Kunststoffflöte zu kaufen für, ich glaube, bei Alt um die 100 Euro. Das ist dann immer noch besser als schlechte Holzblockflöten. Und da gibt es ja auch einige, die wirklich gut klingen. Ja, dann die Frage Nummer 9, die ich beantworten möchte heute. Es gibt bestimmt noch viel mehr Fragen, also bitte schreibt mir wieder eure Fragen. Vielleicht fallen euch jetzt noch viel mehr Fragen ein. Und falls ich heute nicht alles so ausreichend beantworte, wie ihr euch das erhoffen würdet, bitte meldet euch. Jetzt kommen wir eben zu Frage 9 und da hat ein Zuschauer geschrieben, nachdem ich das Video über die Ganassi-Blockflöten gemacht hatte, darf man Barockmusik auf Ganassi-Blockflöten spielen? Und da würde ich ganz klar sagen, ja, die sind, also ich zeige euch mal so eine Ganassi-Blockflöte hier, das ist zum Beispiel eine Ganassi-Altblockflöte und okay, ich spiele mal ein paar Töne für diejenigen, die jetzt nicht dieses Video gesehen haben. Das ist jetzt eine hochbarocke Altflöte. So, und das ist jetzt eine Ganassi, die Stimmung ist jetzt anders. So, und eigentlich sind die sind ja nachgebaut dem Original. Ich habe alles keine originalen Flöten. Ja, das ist eigentlich auch noch eine Frage. Spielst du auf echten alten Flöten? Nein, das sind alles Nachbauten von den Originalen, wie die in den Museen liegen. Also, und dieses nachgebaut, ungefähr nachgebaut, den Flöten, die es also eher in der Renaissance gab oder vielleicht im Frühbarock noch. Und wenn man jetzt zum Beispiel Telemann spielt oder Bach, dann würde man nach historischem Vorbild nicht auf dieser spielen, sondern auf so einer, weil das eben nach historischer Aufführungspraxis besser passt. Ich mache das dann schon. Ich spiele dann, wenn es geht, auf einer hochbarocken, wenn ich hochbarocke Musik spiele und auf einer Ganassi, wenn ich frühbarocke Musik spiele, weil für mich das stimmig ist, weil ich die Flöten auch alle habe. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ihr die Flöte nehmt, die bei euch am besten klingt, beziehungsweise die ihr überhaupt zur Verfügung habt. Und das ist ja Ansichtssache, ob man da völlig musikhistorisch korrekt spielen will oder ob man ganz andere Ziele verfolgt, dass es einfach schön klingen soll, dass man sich wohlfühlt. Und ich muss gestehen, ich spiele auch am liebsten Engels Nachtigalltje von Jacob van Eyck auf meiner hochbarocken Sopranblockflöte. Und das ist eigentlich auch nicht unbedingt so richtig passend. Aber es klingt gut und ja, da mache ich auch Kompromisse. Also bitte, ihr könnt auf jeder Blockflöte alles versuchen zu spielen. Ja, dann komme ich zur letzten Frage, Frage Nummer 10, die ich beantworten möchte. Hat jemand geschrieben, könntest du mal bitte nochmal deinen Blockflötenständer zeigen? Also ich habe ja hier meine Blockflöten alle so schön aufgereiht auf diesen Ständern und so sieht so ein Teil aus. Also die ich jetzt hier habe. Das hier hinten ist ein selbstgebautes, das hat mal jemand gemacht, weiß ich nicht mehr. Und das andere sind hier eigentlich diese. Und das ist, habe ich mir sagen, also ich habe das bei Ikea gekauft und habe mir sagen lassen, dass das eigentlich ein Tellerständer ist. Ich dachte irgendwie, das ist ein Buchständer. Ich dachte sogar, und das war irgendwie unlogisch, das wäre ein Kochbuchständer, also den ich hinstelle und dann stelle ich mein Kochbuch aufgeschlagen da rein, aus dem ich kochen will. Aber so viele Kochbücher brauche ich ja nicht alle auf einmal. Also gut, also das kann man dafür zweckentfremden. Es gibt das aber auch richtig schön aus schönem Holz oder sogar aus Kunststoff, also von verschiedenen Firmen. Und da habt ihr zum Beispiel auch einzelne, nur für Sopranblockflöte oder für Sopran und Alt. Oder es gibt welche, die sind dann so schön für den normalen Quartettsatz, Sopran, Alt, Tenor, Bass. Und es gibt sogar einklappbare aus Kunststoff, das kannte ich auch noch nicht, da habe ich jetzt mal recherchiert, nachdem ich diese Frage bekommen hatte. Die kann man
steht in der Beschreibung, in die Hosentasche, in jede Hosentasche stecken. Und das ist natürlich schon praktisch, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr zum Beispiel in der Kirche spielt, mit eurem Ensemble oder sonst wie und ihr möchtet die Blockflöte zwischendurch abstellen und eben nicht ablegen, dann ist es schon super, so ein Blockflötenständer. Also erstmal, wenn ihr unterwegs seid, weil ihr sie dann nicht auf den kalten Boden legen müsst, beziehungsweise dann ist sie ja vielleicht schon gespielt, dann ist der Block feucht und die Flöte feucht. Wenn ihr die dann hinlegt, läuft die Feuchtigkeit vielleicht auch noch mal mehr Richtung Block und auf jeden Fall ist es praktisch, das zu haben. Auch für zu Hause könnt ihr dann die Blockflöte nach dem Spielen draufstellen, dass es schön trocknet und wegläuft vom Block, der ja empfindlich ist wegen der Feuchtigkeit. Ja, das waren sie, die 10 Antworten auf die 10 Fragen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lang gelabert. Wie gesagt, wenn euch noch Fragen einfallen, schreibt mir gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch, da freue ich mich. Und ansonsten sage ich wieder mal bis nächsten Freitag. Tschüss.